Ich habe hier die iFlight Kommando 8 Funke. Meine ist die Express LRS Version, die mein Favorit ist. Es gibt noch welche mit FrSky Sender oder die 868 MHz Version. Die Funke ist kompakt, wie eine typische Spielkonsole-Steuerung. Hier fehlen noch die Knüppel, die werden hier angeschraubt. Die befinden sich hier noch in der Verpackung. Und schöne aus Aluminium gefräste Kronen. Schön scharf. Schade, dass man die hier nirgendwo verstauen kann. Würde man die Funke transportieren, könnte man die abschrauben und dann hier irgendwo verstauen. Aber leider gibt es hier kein Fach dafür. Die fühlen sich sehr gut an, die Knüppel. Man hat das Gefühl, die sind sehr präzise. Aber die Größe ist halt kleiner als bei einer großen Funke. Die Antenne ist außen und ausklappbar. Die kann auch gedreht werden. Wir haben 4 Schalter. An, aus, zweiter an, aus und hier 2 Stufenschalter. 0, 1, 2. Die sind zwar ein bisschen so wackelig, aber immer noch ziemlich gut. Der Express LRS Sendemodul, der steckt hier hinten drin mit integrierten Lüfter und Lautsprecher. Akkus sind bereits drin eingebaut. Das ist aus griffigem Kunststoff. Ich habe eine USB-Schnittstelle zum Laden der Akkus, die sich hier drin befinden. Hier ist eine Micro-SD-Karte mit 8 GB. Sehr gute Qualität, SanDisk und der Einschaltknopf. Einmal drücken sehe ich die Akkuanzeige, 3 Striche von 4. Schalten einmal kurz und einmal lang. Wie man hört, HTX ist installiert. Ich habe hier 2 4-Wege-Joystick. In der Mitte habe ich Menüeinstellungen, nach links zurück, nach rechts Modellauswahl. Hier ist ein Modell angelegt. Schauen wir den uns an. Hier ist alles für Express LRS voreingestellt. Es gibt keinen internen Sendemodul, sondern einen externen. Und das ist dieser Schacht. Der funktioniert immer als externer Schacht. Das heißt, wenn ich den austausche und gegen einen Schacht tausche, wo ich externe Module reinstecken kann, dann kann ich quasi nur den Express LRS Modul entfernen, den externen Schacht einbauen und kann nur die externen Module verwenden. Das heißt, ich habe hier nur eine Möglichkeit, ein Modul zu verwenden. Hätte ich die Kommando 8 Funke mit FrSky, also den CC 2500 internen Modul gekauft und dem externen Modul Express LRS, dann könnte ich beide verwenden. Also intern CC 2500 und extern Express LRS. Aber ich kann nie gleichzeitig noch ein Modul Schacht nutzen, um extern Module anzubringen. Gehen wir zurück auf das System und schauen uns noch die Einstellung für Express LRS mit dem Lua-Skript. Und hier findet man alle Einstellungen zu dem Express LRS Modul. Hier die Leistung und die Leistung ist auf 100 mW eingestellt. Das lassen wir auch so. Die Paketrate, die setze ich niedriger auf 250, weil ich so dann eine bessere Reichweite habe. Übrigens, der Lüfter, der läuft dauerhaft. Man hört den auch. Die Funke sitzt gut in den Händen. Das heißt, man kann sehr gut mit dem Daumen fliegen. Hier ist eine gute Ablagefläche für den Finger. Und man kann auch Hybrid fliegen, also mit Daumen und Zeigefinger. Geht auch wunderbar. Und wem das Ganze zu wackelig ist, der kann natürlich auch ein Gurt verwenden. Und das Ganze mit dem Gurt fliegen. Versuche ich jetzt die Kommando 8 Funke mit dem Protec R25 zu binden. Also der ist bereits mit einem Express LRS Empfänger ausgestattet. Und das geht recht einfach. Man muss dreimal den Akku einstecken. Der Empfänger befindet sich hier hinten mit der Keramikantenne. Das ist so ein super kleiner Empfänger, wie hier. Auf dem steckt hier diese Keramikantenne. Um den jetzt in den Bindungsmodus zu versetzen, muss man den dreimal an Strom anschließen. Dann pulsiert die LED zweimal alle Sekunde.
Also schließe ich den Akku ersten Mal an, zum zweiten Mal an und zum dritten. Und jetzt sieht man, die blaue LED blinkt jede Sekunde zweimal. Also bin ich im Bindenmodus. Und auf der Funke gehe ich unter Tools auf das Express LRS Skript und ganz unten drücke ich auf Binden. Dann sehen wir gleich, ob diese LED dauerhaft leuchtet. Binden. Enter. Und jetzt leuchtet die LED dauerhaft. Somit kann ich hier das Menü verlassen. Ich sehe hier sofort einen Ausschlag der Balken, das heißt, ich habe eine Verbindung zu dem Express LRS Empfänger und bin jetzt verbunden. Teste ich mal, ob vielleicht schon die Schalter aktiv sind. Jawohl, Motor an, Motor aus, funktioniert. Ich trenne jetzt den Akku und die Funke meldet sofort, dass die Verbindung verloren gegangen ist. Wunderbar. Also eine Sprachausgabe haben wir auch, die laut genug ist. Ja, eine schöne Funke, für die gedacht, die gerne so eine kompakte Funke fliegen. Im Vergleich zu der Jumper T-Pro sehen die beiden so ziemlich ähnlich aus, aber die Commando 8 finde ich deutlich besser. Die ist besser verarbeitet, die hat schon bereits eingebaute Akkus, die Antenne ist schwenkbar. Vor allem die Schalter sind deutlich besser verarbeitet. Hier bei der Jumper T-Pro habe ich nur Druckschalter und die kann man überhaupt nicht gebrauchen. Das heißt, ich verfüge hier eigentlich nur über 2 Schalter. Na gut, es reicht eigentlich für Quadcopterfliegen ja vollkommen aus. Der einzige entscheidende Punkt wäre hier, die günstige Jumper T-Pro zu kaufen, weil die eben weniger kostet und von der Stärke bis 1000 mW Express LRS Modul eingebaut hat und man noch zusätzlich gleichzeitig extern hier ein Modulschacht einbringen kann. Das heißt, man könnte auch hier ein 4-in-1 Multiprotokoll Modul anschließen. Von der Qualität ist die beste Funke die Radiomaster Zorro. Sie hat richtig große Knüppel, die sehr hochwertig sind, sehr guter Schalter. Der einzige Nachteil hier ist, dass hier die kleinen Akkus verbaut sind. Das heißt, die Funke hält doppelt so lange durch im Betrieb als die Zorro. Oder man verwendet noch extern einen Zusatzakku, den man hier anstecken kann. Wer also auf den riesengroßen Display verzichten kann, der hat hier eine sehr kompakte Funke, die man sehr gut im Rucksack transportieren kann. Man kann auch die Stifte abschrauben, sodass die Knüppel nicht kaputt gehen. Also die Commando 8 ist eine sehr gute, ausgereifte Funke, die ich weiterempfehlen kann. Aus und tschüss.